Es wird alles noch viel schlimmer in den nächsten Jahren. Das zumindest prophezeit Baba Vanga. Und wer diese bulgarische Hellseherin noch nicht kennt oder auch noch nie von ihr gehört hat, sollte heute mal dranbleiben, weil heute geht es darum, euch aufzuzeigen, was die berühmteste Wahrsagerin aus dem Ostblock alles so für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vorhersagt. Herzlich willkommen und Zdravejte auf Mr. Marcel Vlog. Hier hast du eingeschaltet, weil du sicher interessiert bist an dem südosteuropäischen Land Bulgarien, bist dabei, eine Auswanderung vorzubereiten und ich kann dir dabei ein bisschen Hilfe leisten, indem ich Land und Leute vorstelle, Wohnungen, allgemein Immobilien und etliche Sachen mehr. Ich habe ja etliche Videos über Traditionen und auch Häuser, Wohnungen in Bulgarien schon angeboten. Heute geht es mal um etwas ganz anderes. Wie schon in der Ankündigung wollen wir heute näher das Leben der bekanntesten Wahrsagerin Bulgariens beleuchten. Warum ist Baba Vanga so bekannt? Die inzwischen verstorbene Dame hat zum Beispiel den Untergang der Kursk vorhergesagt. Sie hat die Wahl des 44. US-Präsidenten Barack Obama als ersten schwarzen Mann im Präsidentenhaus vorhergesagt, hat aber dann allerdings auch dazu gefügt, dass es der letzte sein wird. Sie hat den Tod von der Prinzessin Diana vorhergesagt und auf den Tag genau ihren eigenen Tod prophezeit. Aber viel interessanter ist es bestimmt für euch, was wird in der Zukunft passieren? Dazu gehen wir erstmal noch einen Schritt zurück und schauen uns mal an, wer ist diese Frau aus dem Balkan überhaupt gewesen? Baba Vanga, eigentlich Vangelia Pandeva Gushterova, ist am 31. Januar 1911 in Ostromcha, dem ehemaligen Osmanischen Reich, heute Mazedonien, Nordmazedonien, geboren worden. Sie war in der Folge die berühmteste Seherin Bulgariens der jüngeren Vergangenheit und wurde als lebende Heilige verehrt. Unter der Bezeichnung Baba Vanga, übersetzt frei wie Großmutter Vanga, Alte Vanga oder Tante Vanga, war die Seherin von Petric, wie sie auch genannt wurde, über die Grenzen hinweg von Bulgarien und Jugoslawien bis hin zur Sowjetunion sehr bekannt. Ihre Eltern waren arme Bauern und lebten im unwegigen Bergland vom heutigen Nordmazedonien. Mit 13 Jahren ist Vangelia in einem Wirbelsturm schwer verletzt worden und ist in der Folge erblindet. Dies wird allgemein als Auslöser der visionären Erfahrungen angesehen. Bei ihrer ersten öffentlich gemachten Prophezeiung Anfang April 1941 offenbarte die Seherin in einer Vision schreckliche Dinge. Und schon wenige Tage später, am 6. April, begann der Feldzug der deutschen Wehrmacht gegen Jugoslawien. Im Kommunismus dann arbeitete Vangelia in der Akademie der Wissenschaften von Bulgarien. So verstarb Vangelia am 11. August 1996. Ihr zu Ehren hat das ukrainische Fernsehen vor ca. 10 Jahren eine TV-Serie in 10 Folgen herausgebracht. Auf YouTube könnt ihr das unter dem Stichwort Vangelia anschauen. Leider ist es für deutsche Zuschauer etwas schwierig, da der Originalton in Ukrainisch bzw. Russisch erfolgt und nur englische Untertitel zur Verfügung stehen. Nichtsdestotrotz ist aus meiner Sicht das Leben und das Wirken dieser Seherin wunderbar dargestellt. Ich verlinke euch mal die erste Folge unten in der Videobeschreibung. Aber was hat Baba Vanga nun vorhergesagt? Für dieses Jahr 2024 hat sie den Tod von Wladimir Putin vorhergesagt.
Und auch für das nächste Jahr fährt sie ganz schwere Geschütze auf. Für 2025 sagt sie den Beginn des endgültigen Untergangs der Menschheit vorher. Es wird nicht wirklich im nächsten Jahr stattfinden, aber der Start erfolgt durch ein großes Naturereignis und setzt sich bis zum Jahr 5079. Energiekrisen werden die Welt durchschütteln und auf der Venus werden wir nach Energiequellen suchen. 2033 werden dann die Polkappen schmelzen und es kommt zu einer immensen globalen Erwärmung. Interessant fand ich auch, dass sie für weitere 43 Jahre später, also im Jahr 2076, das erneute Aufleben des Kommunismus als Weltherrschaft vorhersieht. Wer sich für das Wirken und das Leben dieser Frau interessiert, im Mai 2008 wurde nahe ihrem Wohnhaus in Petric in Bulgarien ein Museum. Ja, meine Lieben, das war's schon wieder. Ich hoffe, der Beitrag hat euch ein bisschen Freude bereitet. Und wer mehr an Bulgarien interessiert ist, einfach meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen darüber, vielleicht sogar ein Like dalassen. Das hilft mir, weiter Content über Bulgarien, über dieses südosteuropäische Land zu produzieren. Ich war neulich in der südlichsten Stadt Bulgariens, in Svilingrad, habe euch hier mal das Video verlinkt. Man sieht dort die Stadt, die Marica, und ich habe einen Gemüse- und Obststand mit ganz frischen bulgarischen Produkten besucht. Ansonsten bis nächsten Freitag 10 Uhr. Do widzenia.